Hi, da bin ich wieder, Luciano von eBakery. Wir gehen heute tiefer in das Thema Paid Ads, nämlich besuchen wir den Business Manager. Dort beschäftigen wir uns mit dem Business Manager allgemein. Was ist ein Werbekonto? Was ist eine Facebook- bzw. Instagram-Seite? Denn die sind hierfür auch notwendig. Was ist ein Pixel? Ein Pixel braucht man auch. Der Pixel hängt mit dem Tracking zusammen. Wir haben beim letzten Mal gelernt, dass das Tracking sehr, sehr wichtig ist. Dafür gibt es auch im Business Manager einen Events Manager. Ein Event ist nichts anderes als die Metriken und das ist übrigens auch heute Bestandteil des Themas. Sobald wir damit durch sind, richten wir eine Kampagne ein. Während wir die Kampagne einrichten, spreche ich darüber, welche Dinge besonders wichtig sind. Und zu guter Letzt, wie eben erwähnt, wird es um die Metriken gehen. Wir konzentrieren uns für den Anfang, das ist wichtig zu verstehen, wir konzentrieren uns für den Anfang auf die Basics. Das bedeutet so viel wie, wir würden ein Projekt wirklich bei Null beginnen und müssen die Zielgruppe herausfinden. Das bedeutet, wir konzentrieren uns auf Metriken wie Impressionen, CPM, CPC, CPA und CTR. Was die zuletzt genannten KPIs, die Key Performance Indicators, im Detail bedeuten, haben wir nochmal in der Beschreibung niedergeschrieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von eBakery, die Agentur für Online-Händler. Wie euch Luciano schon mitgeteilt hat, wird es heute ein prall gefülltes, ausführliches Video zum Facebook Business Manager geben. Er zeigt euch, wie ihr eine Werbeanzeige anlegt, geht dabei aber auch auf die einzelnen Ebenen, also die Kampagne, die Anzeigengruppen und die Anzeige selbst ein und hat den ein oder anderen Insider-Tipp für euch. Komplett anschauen lohnt sich also. Solltet ihr euch auch für andere Themen im E-Commerce und Online-Marketing-Bereich interessieren, haben wir etwas für euch. Wir haben eine Kanalmitgliedschaft für den eBakery YouTube-Kanal eingerichtet, mit der ihr für 99 Cent Mitglied werden könnt und somit Zugang erhaltet. Dazu einfach unter dem Video auf Mitglied werden klicken, dieses noch einmal bestätigen und eure gewünschte Zahlungsmethode auswählen. Damit unterstützt ihr die Produktion unserer Videos und erhaltet zeitgleich weiteren Mehrwert in Form von Videos und wöchentlichen Livestreams. Solltet ihr jedoch weniger an Wissen als mehr an der Umsetzung interessiert sein, unterstützt euch eBakery gerne als Social Media Agentur in jeglichen Belangen. Vereinbart dazu gerne einen Termin auf der oben rechts verlinkten Seite. Nun gebe ich das Wort wieder an Luciano ab. Bevor wir beginnen, möchte ich an der Stelle noch einen kleinen Hinweis liefern. Gerade wenn es um das Thema Tracking geht und auch um den Pixel, spielt die DSGVO-Konformität eine große Rolle. Ich weiß leider nicht, zu welchem Zeitpunkt du dir dieses Video ansiehst, aber wichtig ist es, dass du dich mit deiner persönlichen Website oder der Landingpage, je nachdem, was auch immer du für das Tracking im Hintergrund aufgebaut hast, dass du dich mit der DSGVO-Konformität auseinandersetzt und die Rechtlichkeiten dementsprechend einhältst. Okay, an der Stelle würde ich sagen, starten wir rein. So, da wären wir. Willkommen im Business Manager. Das erste, was ich jedem raten würde, wäre in die Unternehmenseinstellung zu gehen und sich dort eine Zahlungsquelle anzulegen. Bei der Zahlungsquelle sei gesagt, das sind jetzt Insider-Informationen. Benutzt nicht zwingend PayPal. Facebook arbeitet natürlich mit den Werbetreibenden auch mit Daten, die hinterlegt werden und die gewissen Trust erzeugen. Habt ihr dort eine Kreditkarte, kann es sein, dass der Trust, der nirgendwo gemessen wird, das ist wie gesagt eine Insider-Information, kann der Trust von Facebook zu euch einfach etwas höher sein. Es bietet sich hier auch an, vielleicht nicht unbedingt eine Debit-Kreditkarte zu nehmen, aber eine Kreditkarte ist schon mal nicht verkehrt. Des Weiteren würde ich im Security Center die zweistufige Authentifizierung vornehmen. Und wenn ihr das erledigt habt, geht ihr in Unternehmensinfos und kümmert euch hierum, eure Unternehmensdetails einzutragen und falls von Facebook gewünscht, eine Verifizierung per Ausweis vorzunehmen. Habt ihr das getan, habt ihr sozusagen fast den vollständigen Trust, den ihr auch braucht, um einer sofortigen Sperrung bei Kleinigkeiten zu entgehen.
Hierbei ist nämlich wichtig zu wissen, dass viele Werbetreibende das Problem haben, dass sie gesperrt werden, teilweise manchmal ohne Gründe. Dahinter steckt leider auch ein Algorithmus, dann muss man den Support kontaktieren, dann kann es bis zu Wochen oder Monaten dauern, dass es wieder freigeschalten wird. Bei einigen wird es nie wieder freigeschalten. Hierfür gibt es aber auch Lösungen. Wendet euch dazu an eBakery. Habt ihr das soweit alles erledigt, dann könnt ihr einfach mal durchstöbern, was es denn alles für Kategorien gibt. Ihr könnt natürlich Personen hinzufügen, was der Fall wäre, wenn ihr eine Agentur, wie zum Beispiel uns, eBakery, beauftragt, euren Business Manager zu verwalten. Ihr könnt eure Seiten einsehen, ihr könnt eure Werbekonten einsehen. Ein Werbekonto ist eigentlich nichts anderes als ein Profil, das ihr anlegt, um Werbung zu schalten für ein bestimmtes Projekt. Der Business Manager ist nur die Oberfläche, die dafür sorgt, dass du alles, was sich dann darunter befindet, verwalten kannst. Wie zum Beispiel das Werbekonto, deine Facebook-Seiten, deine Instagram-Konten und deine Commerce-Konten. Was sind Commerce-Konten? Sowas besprechen wir in Zukunft auch nochmal. Würden wir jetzt jeden einzelnen Punkt hier durchgehen, dann würde das Video wahrscheinlich an die 2 bis 3 Stunden gehen und es soll relativ simpel und einfach für Anfänger erklärt werden. Und die letzte Sache, bevor wir starten können, wäre unter Brand Safety die Domain zu verifizieren. Das hat den Sinn, dass Facebook weiß, dass die Seiten, die ihr bewerbt, auch zu euch gehören. Denn hierfür müsst ihr auch Zugriff auf das Backend haben und müsst ein wenig im Code ein paar kleine Veränderungen vornehmen, beziehungsweise eine Datei hinterlegen, damit Facebook weiß, okay, ihr habt Zugriff dazu auf diese Seite. Es ist eure Seite und es ist keine Spam-Seite oder eine Seite, die gegen die Werberichtlinien verstößt, was natürlich zu einer Sperrung führen würde. Deswegen verifiziert eure Domains. Das schafft zusätzlichen Trust. Nun befinden wir uns wieder auf der Startseite des Business Manager und wollen unsere erste Kampagne einrichten. So gehen wir auf Werbeanzeigenmanager und dann auf Kampagnen. Ich muss zugeben, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat es mich völlig erschlagen, weil man natürlich erstmal keinen Durchblick hat. Und deshalb will ich euch da eine kleine Übersicht geben, was denn hier der Fall ist. Dieser Reiter zeigt euch eure Kampagnen, die ihr natürlich angelegt habt. Habt ihr eine Kampagne angelegt, dann legt ihr darunter eine Anzeigengruppe an. In dieser Anzeigengruppe werden alle Daten so angepasst, dass die Targetierung, die du vornimmst, deine Zielgruppe trifft oder eben du erstmal nur testest, wer überhaupt deine Zielgruppe sein kann. Sprich, hier wird dann angegeben, welche Interessenfelder, welches Alter, welches Geschlecht, welchen Standort ihr anvisiert. Und hier runter befinden sich dann die Werbeanzeigen. Die Werbeanzeigen nehmen nichts anderes auf als das Creative, sprich das Video oder das Bild. Beziehungsweise wird hier auch die Copy angefügt. Sprich, der Aufbau ist immer Kampagne mit dem Ziel, das ihr festlegt, Anzeigengruppe mit der Anvisierung, der Targetierung, die ihr vornehmt und die Werbeanzeige mit den Creatives, der Copy, und die testet ihr natürlich gegeneinander durch, um zu wissen, welches Bild, welcher Text kommt am besten an. Nun legen wir unsere erste Kampagne an. Wie bereits erwähnt, wird hier abgefragt, welches Ziel ihr denn habt. Wollt ihr einfach nur Traffic? Wollt ihr Bekanntheit? Wollt ihr Interaktion, Leads, App oder Umsatz? Ein Lead. Gehen wir das mal durch. Die beiden interessantesten Sachen sind Leads und Umsatz. Leads sind nichts weiter als Kundendaten, die in einem Formular gesammelt werden. Dieses Formular kann euch Facebook zur Verfügung stellen. Dann ist keine externe Website oder Landingpage notwendig. Hierzu ist auch wichtig zu wissen, dann wäre theoretisch auch kein Pixel notwendig. Leads sind wie gesagt Kundendaten. Für wen ist das interessant? Für, sagen wir, Immobilienfirmen, sagen wir für Autohäuser. Alles das, was Kunden betrifft, die persönlich angerufen werden müssten oder wollen. Umsatz. Umsatz bedeutet nichts anderes als die Umsetzung einer Aktion, was in dem Fall für uns natürlich Käufe sein sollten. Ob das jetzt digitale Produkte oder physisch echte Produkte sind, spielt dabei natürlich keine Rolle. Und deshalb wählen wir jetzt auch Umsatz und kommen zu der nächsten Frage. Es gibt eine Advantage Plus Shopping Kampagne.
Das bedeutet so viel wie, dass Facebook ein paar kleine Einstellungen für euch vorgenommen hat. Ich persönlich bevorzuge so etwas nicht. Ich persönlich lege die Kampagnen immer noch gerne manuell an. Für den Anfang oder einen Anfänger ist es vielleicht nicht so schlecht, ein bisschen Hilfe zu bekommen. Aber es empfiehlt sich immer, sich mit dem Business Manager auseinanderzusetzen, ihn zu kennen und zu wissen, was man tut, anstatt sich von der Plattform, die das Geld von dir nimmt, beraten zu lassen, wie sie dein Geld noch besser nehmen kann. Somit wählen wir manuelle Kampagne für Umsatz. Nun erscheint ein neues Bild und man fragt sich natürlich, okay, was ist das jetzt? Das kann ich relativ schnell auflösen. Wir hatten es eben hier, Kampagne, Anzeigengruppe, Werbeanzeige. Kampagne, Anzeigengruppe, Werbeanzeige. Diese Oberfläche ist nur eine alternative Darstellung, die das Einrichten erleichtern soll, denn wir brauchen hier drüben jetzt ein paar Felder mehr, die uns Vorschläge geben, was wir dort einfügen können. Wie vorangesagt, Kampagne legt fest, was das Ziel der gesamten Kampagne ist. Die Anzeigengruppe legt fest, wen ihr denn treffen wollt. Zuerst legt ihr natürlich fest, dass ihr auf eurer Webseite den Umsatz steigern wollt. Dann legt ihr einen Pixel fest. Der ist hier auch schon eingefügt bei mir. Und das Conversion Event ist ganz wichtig. Hier unten haben wir Kauf. Interessiert ihr euch natürlich, weil ihr etwas verkauft, für einen Kauf, dann sollte das Ziel natürlich Kauf sein. Seid ihr ganz am Anfang, kann es natürlich sein, dass das Ziel Kauf etwas teuer werden kann. Das merkt ihr erst, sobald ihr ein wenig mit dem Business Manager in Berührung gekommen seid. Es macht manchmal Sinn, das Conversion Event in den Einkaufswagen zu wählen. Das kann manchmal etwas günstiger sein. Auf lange Sicht sollte man dort nicht bleiben, denn sonst lernt der Algorithmus bzw. der Pixel nur Leute anzusprechen, die eigentlich Dinge in den Einkaufswagen legen, aber nie kaufen. Das gibt es natürlich auch. Per Code kann man sich auf die Seite Dinge einfügen, wie zum Beispiel die Scrolltiefe oder auch wie lange der Kunde auf deiner Webseite verweilt ist und wo er verweilt ist. Das muss man allerdings selbst hinzufügen. Wie das funktioniert, fragt einfach bei eBakery nach. Kommen wir zurück zum Kauf. Wir wollen natürlich den Kauf wählen. Für einen Anfänger ist das hier relativ wichtig. Ist das Projekt sehr frisch und sehr neu, dann kann man eine dynamische Anzeigengestaltung wählen. Wenn man die einschaltet, habt ihr die Möglichkeit, mehrere Creatives hintereinander einzufügen und sie gegeneinander zu testen. Dann legt ihr natürlich das Tagesbudget fest. Hier sei etwas Wichtiges gesagt. Es gibt Unternehmen, die sehr gerne einen Zeitplan festlegen, wie lange die Werbeanzeige laufen soll, wie lange die Kampagne laufen soll. Und davon würde ich persönlich abraten. Ihr müsst euch vorstellen, Facebook ist ein Milliardenkonzern, riesengroß. Es gibt Stand heute, glaube ich, 8 Millionen Werbetreibende auf Facebook. Und irgendwo werden die natürlich auch gerankt. Und die Werbetreibenden, die einen Zeitplan anlegen, sprich Facebook schon heute weiß, dass das Budget irgendwann endet. Naja, die werden natürlich etwas weiter hinten angestellt. Das sind wieder Insider-Informationen. Das wird man nur mitbekommen, wenn man sich mit vielen anderen Werbetreibenden auseinandersetzt bzw. berät. Dann legen wir hier die Zielgruppe fest. Die Standorte oder das Alter, das Geschlecht, die detaillierte Targetierung. Hier kann man die Interessen und Verhaltensweisen festlegen, wie zum Beispiel sagen wir, jemand hat Interesse für Sport. Dann findet ihr hier alles zum Thema Sport. Ihr könnt natürlich auch noch zusätzliche Vorschläge zuholen, aber die funktionieren hier gerade nicht so gut, weil mein Algorithmus in diesem Werbekonto auf ein anderes Thema festgelegt ist. Aber normalerweise funktioniert das ganz gut. Deswegen vegan passt jetzt hier eigentlich nicht. Gut, bleiben wir dabei. Sport.
Wir wählen das Interessenfeld. Jemand interessiert sich für Sport. Wir sehen übrigens auch gleich rechts neben meinem Mauszeiger bei Größe, wie groß das Publikum, die Audience dahinter ist. Wir können mehrere Interessen übrigens übereinander oder beziehungsweise nebeneinander packen. Wir können sie auch, das ist auch wichtig zu verstehen, stacken. Sprich, wir möchten Leute, die sich für Sport interessieren, und gehen dann auf genauer definieren. Ihr werdet jetzt sehen, dass hier drüben die geschätzte Zielgruppe nach unten gehen wird. Also wir wollen Leute, die sich für Sport interessieren, die sich aber auch zeitgleich für Kleidung interessieren. Wie ihr gesehen habt, ist die Zahl nach unten gegangen, was einfach daran liegt, wenn du 1,4 Milliarden Leute hast, die sich für Sport interessieren und dann sagst, ich möchte aber auch nur von diesen Leuten, die Leute, die sich für Bekleidung interessieren, dann liegt es natürlich nahe, dass diese Leute sich wahrscheinlich für Sportbekleidung interessieren. Das ist ein kleiner Trick, um die Zielgruppe viel, viel besser zu definieren. Wir hätten natürlich hier oben auch Sportbekleidung. Okay, dann sehen wir, Sportbekleidung gibt es gar nicht. Dann war das schon gar nicht mal so verkehrt, die Kampagne so anlegen zu wollen. Machen wir weiter. Sportbekleidung. Zielgruppe genauer definieren. Und somit würden wir Leute erreichen, die sich für Sportbekleidung interessieren. Ihr könnt natürlich übrigens auch die Sprache festlegen. Das ist dann natürlich eine Sache des Testens. Gut, bei der Platzierung wählen wir manuell. Dann ist es hierbei wichtig zu wissen, dass Facebook natürlich mit zu Instagram gehört. Facebook hat Instagram gekauft. Und das Audience Network. Das Audience Network sind Partnernetzwerke, die ebenfalls die Werbung ausspielen. Sprich, hast du eine Webseite, kannst du dich in diesem Audience Network anmelden, gibst einen Werbeplatz oder Werbebanner frei und dann gehörst du mit zu dem Audience Network. Viele große Firmen, ich glaube eBay Kleinanzeigen gehört auch mit dazu, sprich deswegen siehst du auch Werbung, die im Business Manager von Facebook geschalten wurde, auf eBay Kleinanzeigen. Ob du dort ausgestrahlt werden willst, das musst du für dich entscheiden, das ist wieder eine Frage des Testens. Ich würde an dieser Stelle eigentlich ungern Tipps geben, was man raus oder rein nimmt, weil, wie gesagt, am Ende, wenn du eine Kampagne laufen gelassen hast, dann kannst du sowieso einsehen, wie viel des Publikums kam vom Audience Network, wie viel kam von Instagram, wie viel kam von Facebook und demnach wirst du die zweite Kampagne danach anlegen, wo der meiste Traffic überhaupt herkam. Das heißt, beim zweiten Mal legst du alles so an, dass die Plattform und die Formate, die am besten funktioniert haben, die verwendest du wieder. Solltet ihr mal überfordert sein, was denn genau was ist, dann habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, per dem kleinen Informationsbutton oder auch der Hilfe in Facebook herauszufinden, was denn was bedeutet. Du kannst natürlich auch dann später mal Sachen einstellen, wie zum Beispiel Kostenziel pro Ergebnis. Das bedeutet, wenn du so viel Daten hast, dass du eigentlich schon, sagen wir, 100 Verkäufe in der Woche machst und du hast verschiedenste Datenwerte. Zum Beispiel gibt es Kampagnen, die erzeugen Käufe im Bereich von 2,90 €. Also, dass du mit deinem Werbebudget von 2,90 € einen Verkauf erzeugst von deinem Produkt. Und dann gibt es eine andere Kampagne, die erzeugt Käufe in Höhe von 6,90 € Werbebudget. Dann kannst du hier festlegen, dass du nicht mehr als 5 € ausgeben willst. Dazu muss man sagen, das macht natürlich für den Anfang keinen Sinn. Also für den Anfang, für den Anfänger. Denn du hast noch keine Daten, du hast noch keine Käufe, du hast noch nicht den Luxus festzulegen, was dein Verkauf denn dich an Werbebudget kosten soll. Das kommt erst später, das ist dann wieder Aufgabe des Media Buyers. Die Attributionseinstellungen legen fest, wie das Tracking funktionieren soll. Das bedeutet 7 Tage nach Klick oder 1 Tag nach Aufruf. Was das genau bedeutet, könnt ihr hier nachlesen, aber in Kurzform bedeutet es so viel, wie lange soll Facebook die getätigte Aktion des Kunden verfolgen bzw.
die Datensätze darüber verwenden, um neue Kunden zu generieren. Kommen wir nun zur Werbeanzeige. Hier legt ihr fest, über welche Facebook-Seite eure Werbung ausgestrahlt wird. Wenn ihr eine Facebook-Werbung seht, ist oben links, steht ja dann immer, sagen wir jetzt mal, Zalando oder Otto.de. Von wem auch immer das kommt. Und das ist hier natürlich festgelegt, über welche eurer Facebook-Seiten. Deswegen müsst ihr übrigens auch eine Facebook-Seite oder solltet eine Facebook-Seite anlegen. Denn standardmäßig wird sonst euer Facebook-Profil angezeigt. Und das wollt ihr nicht. Wenn ihr jetzt Hans-Peter Schmidt heißt und wollt eigentlich Werkzeug verkaufen und dann steht da oben links Hans-Peter Schmidt und da ist eine Werbeanzeige mit Werkzeug, das ist nicht besonders vertrauenserregend. Außerdem wollt ihr ja, wie gesagt, eure Marke, euren Job, eure Brand vermarkten. Ebenso gilt das Gleiche für das Instagram-Konto. Ein Instagram-Konto anzulegen ist natürlich auch nicht schwer. Das zu verbinden schon etwas mehr, aber hierfür hilft euch eBakery auch. Würden wir euch das jetzt erklären, würde das wieder den Rahmen sprengen. Okay, dann kommen wir weiter. Hier ladet ihr eure Creatives hoch. Das kann ein Bild sein, das kann ein Video sein. Wie wir hier ja angelegt haben, ist es eine dynamische Anzeigengestaltung. Das heißt, wir können mehrere hochladen. Das Limit liegt, soweit ich weiß, bei 10 Stück. Und diese werden dann untereinander, gegeneinander getestet. Und das, was am besten performt, wird auch mehr ausgestrahlt. Es ist relativ gut dahingehend, dass ihr dann so ungefähr nach 4 bis 7 Tagen mal abschätzen könnt, was denn am meisten funktioniert hat. Wichtig hierbei zu wissen, es können natürlich nur 10 Bilder sein oder 10 Videos. Carousel Ad, was das ist, da würden wir später mal drauf kommen. Das macht nur Sinn, wenn ihr dann etwas weiter fortgeschritten seid. Auf jeden Fall habt ihr dann hier die Möglichkeit, Bilder hochzuladen. Und die Copies werden hier eingefügt. Ebenso gibt es die Einstellung Anzeigen gestaltet für jede Person optimieren. Was bedeutet das? Relativ einfach. Ihr könnt eine Copy hier einfügen, wo dann drin steht, wir haben ein wundervolles Angebot für euch, 25% nur heute über diese Anzeige, Sportbekleidung, Kauf 1 kriegt 2, was auch immer ihr da reinschreiben wollt. Am besten macht sich bei sowas immer erstmal für den Anfang Storytelling. Aus dem einfachen Grund, ihr habt noch keine Datensätze und ihr wollt den Kunden gern erstmal emotional erreichen. Habt ihr das getan, dann könnt ihr natürlich fortgeschritten euer Angebot platzieren. Eigentlich wollten wir darauf hinaus, was ist eine Anzeigengestaltung für jede Person optimieren. Ganz einfach. Ihr könnt hier eine Copy einfügen. Da schreiben wir einfach mal Test. Und ihr könnt eine weitere hinzufügen. Und könnt eine weitere Copy hinzufügen. Habt ihr das jetzt gemacht? Das geht, glaube ich, auch bis zu 5 Mal. Bedeutet das so viel wie, ihr habt hier 10 Bilder eingefügt und ihr habt hier 5 Texte eingefügt. Dann testet Facebook jedes Bild gegen jeden Text und findet heraus, welches Bild passt mit welchem Text zu welchem Kunden. Das gleiche gilt für die Überschrift. Die Website-URL fügt ihr natürlich nur einmal ein. Das ist die Landingpage, auf die der Kunde dann herauskommt. Einen angezeigten Link, da scheiden sich die Geister, ist das notwendig oder auch nicht. Also ich persönlich würde da nichts einfügen. Das liegt einfach ganz einfach daran, habt ihr wollt ihr den Link unbedingt anzeigen, dann ist die Anzeige sofort als Werbung identifizierbar. Das kann dazu führen, dass der Kunde eventuell relativ zügig weiter scrollt. Es sei denn, euer Angebot ist so der Hammer, dass sie natürlich sitzen bleiben. Was noch wichtig wäre zu beachten, wenn ihr das alles habt, also ihr habt eure Bilder, ihr habt eure Texte, Überschriften, falls notwendig, dann gibt es den Call to Action. Und der Call to Action erscheint unten rechts, zum jetzigen Zeitpunkt noch, und besagt nichts anderes als, hey, jetzt registrieren, jetzt abonnieren, jetzt bestellen oder jetzt shoppen, jetzt kaufen. Das wäre auch natürlich auszuprobieren, was sich dort am besten macht. Es kann natürlich sein, dass der Kunde sich überrumpelt fühlt, wenn er sofort eine Anzeige sieht, wo es dann heißt, okay, jetzt bestellen, und er ist sich dann vielleicht unsicher, wenn ich da jetzt draufklicke, habe ich es dann schon gekauft, oder ja, man muss ja halt immer für das Publikum ein bisschen mitdenken. Deswegen probiert das aus, was bei euch am besten funktioniert. Ich möchte euch keine Angst machen, ihr könnt natürlich jetzt bestellen oder jetzt shoppen verwenden. Es gibt natürlich auch die Option weitere ansehen. Das klingt etwas entschärfter. Aber wie gesagt, das ist eine
das ist eine Sache des Testens. Habt ihr das gemacht? Gibt es jetzt eine kleine Zusatzinformation für mich? Wer sich mit Google Ads auskennt, kann einen URL-Parameter erstellen und kann es hier einfügen. Wenn man das macht, dann lernt hierüber Google gleich mit und sammelt auch gleich darüber Daten, wie sich der Kunde verhält. Und das kann ganz interessant sein, um einfach noch mehr Daten zu bekommen oder beziehungsweise auch gleich Google mit einzubeziehen. Das ist natürlich nicht schlecht. Habt ihr das gemacht? Geht ihr auf Veröffentlichen. Wenn ich das jetzt tue, wird eine Fehlermeldung kommen, denn wir haben natürlich nichts eingefügt. Und ich mache das jetzt auch nur testweise, um euch zu zeigen, dass diese Anzeige jetzt geprüft, also in meinem Fall nicht, aber normalerweise wird sie an dieser Stelle geprüft. Und das Ergebnis bekommt ihr dann in der Hoffnung meistens nach 1 bis 2 Stunden. In seltenen Fällen kann es teilweise bis zu einem halben Tag dauern. Das ist halt auch völlig unterschiedlich und da seid ihr leider der Willkür von Facebook ausgesetzt. Ihr könnt natürlich dagegen wirken, wenn ihr das macht, was ich euch am Anfang gesagt habe, mit der Verifizierung, mit dem Trust erzeugen. Es gibt einfach sehr viele Spammer auf Facebook und Facebook muss natürlich den Algorithmus des Sperrens so hinbiegen, dass es die Spammer alle sperrt und die tatsächlich Werbetreibenden nicht sperrt. Und da hilft es natürlich, wenn derjenige einen Ausweis und ein Unternehmen und eine Adresse und alles so weit hinterlegt hat, dass er wirklich sich greifbar macht und Facebook weiß, okay, brauchen wir jetzt nicht so direkt hingucken, zumindest nicht sofort zu sperren. Nun haben wir die Kampagne angelegt und jetzt stellt sich die Frage, wie lange lassen wir sie laufen? Unter 7 Tage würde ich eine Kampagne nicht laufen lassen. Das liegt ganz einfach daran, weil es die Werktage und das Wochenende gibt und das Publikum verhält sich an verschiedenen Tagen, sogar an verschiedenen Monaten einfach völlig unterschiedlich. Allein die Events, die im Jahr stattfinden, wie zum Beispiel Valentinstag oder Ostern oder Weihnachten, ändert das Verhalten des Publikums völlig. Und um wenigstens einen kleinen Einblick zu bekommen, sollte man die 7 Wochentage, die einfach da sind, wenigstens abdecken, denn der Sonntag und der Montag ist auch immer sehr interessant. Am Wochenende sind die Leute meistens sehr oft am Handy und deswegen das Wochenende sollte immer mit drin sein. Aber da die Werktage überwiegen für eine langfristige Kampagnengestaltung, sind die natürlich auch wichtig. Somit halten wir fest, 7 Tage sollte so eine Anzeige laufen. Je länger, desto besser. Es sei denn, man erkennt natürlich, dass die Kampagne, das Kampagnenziel völlig nach hinten losgeht, das Geld eigentlich nur verbrannt wird, sollte man es spätestens nach 14 Tagen abschalten. Gehen wir nun ein paar Metriken durch. Begonnen bei Linkklicks, die sind relativ simpel erklärt. Wie viele Personen haben auf die Anzeige geklickt? CPC sind die Kosten. Wie viel kostet es, wenn eine Person auf die Anzeige klickt? Die CTR ist die Click-Through-Rate, das bedeutet, wie viele Personen haben draufgeklickt. Umgerechnet jetzt mal, wenn 100 Personen es gesehen haben, wie viele haben draufgeklickt. Bei 100 Personen, wenn eine draufklickt, ist es natürlich 1% und so ergibt sich die CTR. Die Frequenz ist die Person, wie oft eine durchschnittliche Person es gesehen hat. Und weiter geht es mit der Gesamtreichweite, die du mit dem momentanen Budget erreicht hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Reichweite halt siehst. Kosten pro Ergebnis heißt in dem Fall eigentlich normalerweise CPA, aber Kosten pro Ergebnis bedeutet nichts anderes, dass die Aktion, die du festgelegt hast in der Kampagne, was kostet dieses Ziel, was du da festgelegt hast, sei es ein Lead oder sei es ein Kauf, was kostet das? Das ist natürlich wichtig zu wissen. Dein Budget, der ausgegebene Betrag. CPM ist nochmal eine sehr wichtige Metrik. CPM bedeutet nichts anderes als Cost per Mil. Das ist die 1000 erreichte Personen Metrik. Was kostet es dich, 1000 Personen zu erreichen? Das sind so die Metriken, die ich verwende. Natürlich auch die Käufe letzten Endes. Die kommen dann auch irgendwo. Das sind die wichtigsten Metriken, die ich verwende. Falls ihr nochmal im Detail wissen wollt, was, wie, also falls ich es nicht deutlich erklärt habe, dann könnt ihr das natürlich nochmal unter mehr Anzeigen hier drüben genauer lesen, aber ich denke, es sollte eigentlich relativ klar sein. Ich kann an dieser Stelle ein paar kleine Insider-Informationen mitgeben. Als
Beispiel. Zum Beispiel eine CTR, wie man die beeinflusst, ist relativ simpel. Das funktioniert mit Storytelling. Wie ihr seht, sind meine CTR-Werte bei gewissen Kampagnen relativ schlecht gewesen. Ich habe mich dann mit Copywriting und Storytelling intensiv auseinandergesetzt und konnte dadurch solche CTRs abrufen. Und das steigert natürlich dann den Umsatz und den Traffic enorm. Deswegen setzt euch mit Copywriting auseinander, wenn ihr die CTR erhöhen wollt. Bei den anderen Metriken gibt es auch kleine Hacks bzw. Tricks. Hierfür kontaktiert eBakery. Wir helfen euch sehr gern bei diesem Thema oder übernehmen auch die gesamte Verwaltung des Business Manager. Die letzte Kern-KPI, die über Gewinn und Verlust entscheidet, ist natürlich der Return on Ad Spend. Dieser spielt für Anfänger erstmal keine Rolle, weil wahrscheinlich am Anfang beim Testing nicht unbedingt der große Umsatz abfällt. Allerdings, wenn sich Verkäufer einstellen, kann man über den Return on Ad Spend herausfinden, dass wie vielfache vom Werbebudget man an Umsatz zurückgeholt hat, was in diesem Fall 3,5 wären oder 2,6, je nachdem. Man muss sich natürlich ausrechnen, Werbebudget gerechnet gegen Umsatz, der hereinkam, abzüglich der Einkaufskosten oder der Ausgaben, die man hat. Dann kann man sich errechnen, welchen ROAS man braucht, um profitabel zu sein. Es hat mich gefreut, euch allen einen tieferen Einblick dorthin geben zu können. Bitte bedenkt die Sachen, die ich am Anfang genannt habe, das Verifizieren, das Trust erzeugen mit Facebook. Ich möchte nicht, dass ihr gesperrt werdet. Das wäre natürlich eine große Katastrophe. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Danke, Luciano. Dazu will ich auch gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich denke, es ist nun klar geworden, wo der Unterschied zwischen einer Kampagne, der Anzeigengruppe und der Anzeige selbst liegt. Genauso wurde aber auch deutlich, dass es in Sachen Facebook-Ads keine Patentlösung gibt. Man muss mehrere Anzeigen gegeneinander antreten lassen, um dann mithilfe der eben vorgestellten Metriken analysieren zu können, welche Anzeige am besten ankommt. Für Anfänger ist das erst einmal eine riesige Herausforderung und birgt immer die Gefahr, dass man Geld verbrennt, wenn man nicht so recht weiß, was man da macht. Deshalb arbeiten viele Firmen gerade im Bereich Google und Facebook Ads mit externen Agenturen zusammen. Wenn auch das dein Anliegen ist, schau dich auf der oben rechts verlinkten Seite um und vereinbare gerne einen Termin mit unseren Experten. Ansonsten steht es dir natürlich frei, weiterhin von unserem kostenlosen E-Commerce und Online-Marketing-Lernangebot auf diesem Kanal zu profitieren. Dafür lass am besten ein Abo da, damit du immer informiert wirst, wenn es hier etwas Neues gibt. Wir hören uns dann dementsprechend in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute, euer eBakery-Team.